Hallo, willkommen beim 1000 Wecker Report Livestream. Heute mit dem Thema Goldanstieg auf 1950 $ in den nächsten Wochen wahrscheinlich. Disclaimer. Goldanstieg auf 1950 in den nächsten Wochen wahrscheinlich. Der Analyst sieht den über zweijährigen Abwärtstrend bei Gold als beendet an. Gold dürfte in den nächsten Wochen auf 1950 $ steigen, was Goldaktien einen enormen Auftrieb geben würde. Ja, auch wenn die Bewegung gar nicht so stark erscheint, sie wirkt absolut überproportional auf Goldaktien, weil die eben ultra tief sind, teilweise noch am Boden, teilweise gar nicht mehr eigentlich unter den Lebendigen sozusagen. Sie werden reanimiert und genau diese Phase ist so ungeheuer lukrativ. Das führt zu diesen Bewertungsaufschlägen. Wenn das wirklich passiert, geht auf 2000 oder höher, kann es eben sein, dass Penny Stock Aktien, die jetzt mit 15 oder 15 Cent bewertet sind, durchaus Richtung 50 Cent oder gar 1 $ gehen können. Das ist natürlich eine absolut enorme Chance, die es später dann nicht gibt, weil Sie sich ja vorstellen können, wenn dann die Aktie im Schnitt bei 1 $ ist und auf 2 $ steigt, dann sind das 100%. Und das ist mehr oder weniger dann synchron mit den Gold- und Silberpreisanstiegen. Bei gleichzeitig erhöhtem Risiko, weil es können Börsenzusammenbrüche gehen und sonst was, sieht das wieder runterreißen. Also die ganz große Chance besteht jetzt mit diesem Ausbruch. Die Korrektur ist abgeschlossen bei Gold. Sie war über 2 Jahre mit dem im Grunde genommen mit diesem Fehlausbruch der Russlandkrise im März diesen Jahres und dann eigentlich auch des Dollaranstieges, das nochmal absolute Einkaufskurse für die Hochfinanz geschaffen hat, aber auch für sie. Und da muss man einfach durchhalten, Penny Stocks nachkaufen. Sie sehen ja, seit dem Tief im September haben sich einige Goldaktien sind schon stark gestiegen, aber viele haben noch gar nicht reagiert oder reagieren leicht, weil einfach, sage ich mal, ihr Sweetpoint etwas höher ist und die Eruption, die massiven Preisanstiege sollten jetzt in den nächsten Wochen eintreten und ja, sehr wahrscheinlich bald 1950 $, wie die Statistik, dann im Verlaufe wahrscheinlich des ersten Quartals 2000 $ und dann geht es vielleicht irgendwo bis Mitte des Jahres auf 2300, 2400, das kann man nicht so genau sagen, weil das sind, sage ich mal, die Quintessenz der Analysten, was die so sehen. Und für Silber ist es eben was Ähnliches. Silber geht jetzt im ersten Quartal Richtung 30 $, dann vielleicht irgendwie auch über 50, 60 und dann eine Korrektur. Muss man sehen. Jedenfalls, das ist dann bei diesen Preisspitzen vielleicht bei 2300 Gold oder Silber über 50 ist dann nachher der Punkt, wo man die Goldaktien verkaufen sollte. Ja, Goldprojektgenerator mit Operationsgebiet Yukon und Neufundland. Sehr geringes Marktkapitalisierung, sehr hohes Risiko. Das Unternehmen besitzt eine 100%ige Beteiligung an 29 Claims mit einer Fläche von 1791 Acres, das ist ungefähr ja, 800, 900 Hektar im Goldgebiet Gander im Norden von Neufundland, das an das Projekt von Newfound Gold angrenzt. Das Grundstück Grublein befindet sich 3,5 Kilometer westlich der Stadt Gander. Der Zugang zum Grundstück ist ausgezeichnet. Der Trans-Canadian Highway durchquert den südlichen Teil des Grundstückes, während ein Netz von Schotterstraßen zu vielen Explorationsstandorten führt. Bis zu 20,5 Gramm pro Tonne wurden im Quarzflöz gemeldet. Das sind die Neufundland-Projekte, die sich relativ vor kurzem hinzugekauft haben. Ähm, ja, also das ist das Grundstück Grublein und dann haben sie eben dort noch, das ist das Grundstück Quint Lake. Das ist in Zentral-Neufundland, 1730 Acres, das in der Nähe vom Marathongold angrenzt. Und Ende 2015 wurden bei Straßenburg nördlich des Wilding Lake mehrere große Quarzbrocken freigelegt, von denen Schürfproben bis zu 74,89 Gramm pro Tonne Gold haben. Also absolutes hochgradiges Überraschungspotenzial in den Neufundland-Projekten. Die sind aber jetzt, sage ich mal, in diese Potenzialformel noch gar nicht mit eingerechnet. Die wirklichen Assets, die nachgewiesen ist das Goldprojekt Florin, abgeleitete Ressource von 2,47 Millionen Unzen, allerdings Low-Grade mit 0,45 Gramm pro Tonne. Das Ganze ist 60 Kilometer nördlich vom Mayo County im Yukon Territory
Also das ist mehr oder weniger, hier sehen Sie nördlich von Whitehurst, das ist mehr oder weniger ja in der mittleren Westen des Yukon-Territoriums. Also es ist eine ziemlich interessante Ressource. Überlegen Sie sich, das Ganze ist mit nur 3 Millionen Dollar Marktkapitalisierung, allerdings ist es Low-Grade. Ne? Es fehlt natürlich die Fantasie, das natürlich Gewinn bringt, in Produktion zu setzen. Das ist sicherlich ein Grund für die Unterbewertung. Und Sie sehen es auch an diesem absolut extremen Chart, das ich einfach hier mal abgebildet habe in der Mitte. Also das linke hier von den beiden Charts ist das Langfristcharts und da ist es dann tatsächlich hier von 2020 von irgendwo 5 oder 6 Cent auf 6 Dollar gestiegen und hat im Grunde genommen alle Gewinne wieder abgegeben. Ja, sowas kann in Goldaktien-Boomphasen passieren, aber ich bin der Meinung, sind alle Gewinne wieder abgegeben, alles ist raus. Ähm, und meiner Meinung nach hat diese Aktie einen Boden gefunden. Ist natürlich sehr hohes Risiko, ist Gamble-Kategorie, ist auch keineswegs eine Kaufempfehlung, aber ich fühle mich durchaus verpflichtet, über solche Aktien auch zu berichten. Was existiert hier am Markt? Und da muss jeder selbst seine Untersuchung nochmal zu der Aktie machen. Aber jedenfalls will ich einfach so berichten, dass es sowas gibt. Und ich habe dann hier diese 2,5 Millionen Unzen in die Formel eingesetzt, auch Low-Grade angegeben, Land ist halt gut mit Kanada. Ähm, und das würde dann eben bedeuten, rein nach dieser Formel, wenn wir wirklich die Höhe eines Goldbooms haben, wir haben das immer so definiert, bei 2500 Dollar Gold müssten die Goldaktien absoluten Zenit ihrer Aufwertung stehen. Und das ist in diese Formel eingerechnet. Das würde dann bedeuten, dass sie jetzt von 11 Cent theoretisch auf 45,76 Dollar steigt. Glaube ich das wirklich? Nee, nicht unbedingt, aber es zeigt einfach auf, dass das Potenzial unter Umständen sehr groß ist, wenn der Goldbullenmarkt wieder zugeschlägt. Also es ist aber eben denkbar, dass vielleicht das alte Hoch unter Umständen erreicht wird. Und das wäre ja auch schon gigantisch. Ja, so viel dazu. Ja, gute Jurisdiction. Ach so, und dann hatte ich auch noch beim anderen Analysten gelesen, mit dem ich oftmals auch weitere Informationen hole und mal abgleiche die Aktien. Und der meinte, dass es auch Gerüchte gibt, dass sie vermuten, dass sie auf ihrem Neufundland-Territorium bis zu 10 Millionen Unzen Gold finden können. Wenn es da zu weiteren guten, signifikanten Bohrergebnissen kommt und eine Entdeckung, dann könnte die auch ungeheuer dann anziehen, diese Aktie. Das ist sozusagen noch der Joker und das ist hier nicht eingerechnet. Ja, also wie gesagt, interessant, gute Jurisdiction, hochgradiges Gold, schon große Ressourcen und, sage ich mal, mit mehr oder weniger den Gerüchten, dass es da theoretisch noch 10 Millionen Unzen Gold da im Neufundlandgebiet zu holen. Das würde die Aktie natürlich ungeheuer pushen. Aber das weiß keiner im Vorfeld. Wir wissen einfach nur, Goldaktien sind immer noch im Verhältnis zu Gold ungeheuer unterbewertet. Eine Goldrallye steht wahrscheinlich die nächsten Monate voran und kann natürlich sein, Sie sehen, wie die Aktie sich bewegt hat. Kann keiner sagen, ob sie das wiederholt. Absolut nicht. Aber man kann ja mal die Fantasie mal freien Lauf lassen. Also wie gesagt, keine Kaufempfehlung, einfach nur eine Information, wie derzeit die Situation hier bei Goldaktien aussieht in dem Bereich. Goldaktien-Bullenmarkt 1970er Jahre. Ja, das ist eben das, was uns begeistert. Und da sehen Sie diese Zahlen eigentlich wieder. Von 5 Cent ging es auf 19 Dollar hoch, von 10 Cent auf 36, 20 Cent auf 40 Dollar. Also man konnte relativ häufig aus 1000 Dollar eine Viertelmillion Dollar machen können. Das sagt sich so leicht, aber das war eben auch eine spezielle Situation, wie wir sie jetzt auch verorten. Diese Situation, dass sie im Grunde genommen sich wiederholt. Eigentlich nochmal mit dem Kicker, dass Goldaktien strukturell eben wesentlich tiefer bewertet sind als in den 1970er Jahren zu ihren tiefsten Punkten. Das müsste eigentlich auch eine überproportionale Goldaktienrallye freisetzen. Sie sind ungeheuer billig gegenüber Gold und müssten eigentlich enorm hochschleudern, wenn der Bullenmarkt anzieht. Ja, also was kann man tun? Man kauft eben Penny Stocks mit diesen potenziellen Superlativen in der Hoffnung, dass nachher das große Geld oder das ganze Geld, das in den Markt dann reinströmt, eben diese Superlative dementsprechend auch bewerten. Und deswegen sollte man darauf achten, dass eben auch Gewinneraktien werden. Ja, 1000 Becker-Report. Wir versuchen eben solche Aktien zu identifizieren, nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu ordnen. Ähm, ja, wir berechnen, wie gesagt, den Potenzialfaktor. Ähm,
haben auch eine Exit-Strategie entwickelt, was kauft man, wenn der Goldaktienbullen mal vorbei ist. Gerne mache ich hier noch ein Portfoliovorschlag mit persönlicher Beratung. Fertig finden Sie alles unten verlinkt im YouTube-Video. Ja, Einlage von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft. Also es ist ein Unternehmen, ist zu jeder Zeit an Gold und Silber gekommen, wenn die Händler durchaus Probleme hat oder sie Schlange stehen müssen. Es ist sehr günstig, wird mit einem Klick, mit einer Überweisung sofort in der Schweiz im Zollfreihalber eingeladen, genauso leichter Verkauf. Sie können sich ausliefern lassen. Einfach ein zusätzliches Werkzeug, eine zusätzliche Beziehungsquelle, meiner Meinung nach sehr günstig. Schauen Sie sich das ruhig mal an. Ja, generell, jetzt wo die Preise auch ein bisschen anziehen, macht es immer mehr absolut großen Sinn, immer hier auf gold.de zu gehen und nach den günstigsten Einkaufsmöglichkeiten zu schauen. Nützliche Informationen, Kontakt, ja, mit welchem Broker können Sie in der EU arbeiten, ist da verlinkt, mit welchem Broker in der Schweiz, wo generell in der Schweiz oder Liechtenstein physisches Einlagern, Langfristcharts, Gold, Silber, Uran, Goldaktienindex, GDXJ und GDX. Goldaktien, Goldratio, Buchüberle Goldaktienbewertung, ja, Diskussionsformen mit CEO-Zahl sind verlinkt, also wo die englischsprachige Welt eigentlich alle Aktien diskutiert, mal ganz interessant da reinzugucken. Generell, wenn Sie Fragen oder Zustellungsprobleme haben oder Anregungen oder was auch immer, rufen Sie mich einfach an oder schreiben Sie eine Mail. Sobald es mir zeitlich möglich ist, würde ich mich bei Ihnen dann wieder melden. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Die Glocke vielleicht betätigen, dass Sie sofort über neue Videos informiert werden. Like geben, weil das würde den Algorithmus antriggern und der würde dann dieses Video auch bei anderen potenziellen Leuten, die sich für diese Thematik interessieren, dann aufpoppen lassen. Ja, nochmal besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.